deutlich schwieriger und kritischer, als das bei uns der Fall ist. Das ist wichtig, denn wir müssen uns objektiv um die Sicherheit kümmern, aber es geht eben gerade auch, es ist nicht nur eine nebensächliche emotionale Frage. Gerade unter diesem Freiheitsbegriff, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist ganz wichtig, die Menschen müssen sich auch sicher fühlen. Wer ständig im Gefühl der Angst unterwegs ist, der kann auch Freiheit gar nicht mehr richtig hier. Deshalb ist das ganz entscheidend wichtig. Wir brauchen den engagierten Einsatz unserer Sicherheitskräfte, wenn es um Einbrecherbanden geht, wo es dann auch um ein ganz schwieriges Gefühl geht, bei wem mal eingebrochen worden ist zu Hause, der fühlt sich zutiefst auch in sein Sicherheitsgefühl verletzt und oft ist dieser Eingriff schwieriger als der materielle Schaden, dass jemand in den eigenen vier Wänden war. Das ist oft für manche Menschen viel schwieriger emotional als die Frage, ob da bei der Gelegenheit 50 € aus der Kaffeekasse in der Küche geklaut worden sind. Aber es geht genauso um Fragen extremistischer Bedrohung, um Terrorismusgefahren und viele andere Fragen mehr. Und ich will ausdrücklich hinzufügen, wenn wir über innere Sicherheit in unserem Land reden, dann reden wir nicht nur über die Fragen der Kriminalität. Da reden wir auch über die Fragen der Verkehrssicherheit in unserem Land. Denn, ich sage jetzt auf der anderen Seite auch etwas salopp, es kommen wesentlich mehr Menschen bei uns durch besoffene Autofahrer als durch islamistische Terroristen ums Leben. Das ist auch aus der Sicht mancher überrascht, eine solche Aussage aus dem Mund des Innenministers. Es ist aber das eine so wichtig wie das andere. Wir müssen deswegen die anderen Gefahren nicht weniger wichtig nehmen. Aber wir müssen uns auch um Verkehrssicherheit kümmern, weil das auch eine massive Bedrohung ist. Wenn nur einer sich selbst über der rennt am nächsten Baum, dann kann man sagen, er ist selber schuld. Aber wenn völlig unschuldige Menschen Opfer von Rasern werden oder von Besoffenen im Straßenverkehr und, dann ist das auch eine Frage, wie sicher können wir uns fühlen. Und das geht bis hin natürlich auch zu der Frage, wie stark letztendlich unser System ist, um Menschen, die beispielsweise einen Unfall erlitten haben, die in besonderen Lebensgefahren sind oder wo es brennt oder wo dann eine Überschwemmungsgefahr droht. Wie ist da unser Sicherheitssystem? Deshalb gehört zur inneren Sicherheit eben in der Tat nicht nur Polizei und Verfassungsschutz, sondern da gehören eben auch unsere Feuerwehr, unsere Rettungsorganisation, das Technische Hilfswerk und viele andere mehr dazu. Das sind dann weniger als bei der Polizei Hauptamtliche, sondern in Bayern vor allen Dingen sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Wir haben 470.000 Männer und Frauen, die in Feuerwehren und Rettungsorganisationen aktiv sind, davon rund 20.000 hauptamtlich und 450.000 Ehrenamtliche. Ein gigantisches Helferpotenzial, auch weit größer als in jedem anderen Bundesland. Wir haben ein starkes ehrenamtliches Engagement in unserem Land. Und wir können uns auch darauf Tag und Nacht verlassen. Auch das trägt entscheidend zur Sicherheit. Die Menschen wissen, die denken. Es ist in dem Bereich die Menschen fast so selbstverständlich, dass sie gar nicht groß darüber nachdenken. Sie wissen alle, ja, und wenn es brennt und sie anrufen, dann kommt die Feuerwehr, und dann kommt der Notarzt, und dann kommt der Rettungsdienst. Nur wenn man sich dann wiederum in anderen Teilen der Welt schaut, dann wird man vielleicht sich dessen wieder bewusst, dass es eben gar nicht so selbstverständlich überall ist und dass auch das ein besonderes Maß an Lebensqualität ist, das wir in unserem Land verwirklicht haben, dass wir uns alle auch darauf tatsächlich verlassen können. Wir können da für all diese Dinge viel von Seiten des Staates organisieren. Es Planstellen für die Polizei, da gibt es Sachausstattung und da gibt es die Zuschüsse für die Kommunen, wenn sie ein neues Feuerwehrfahrzeug beschaffen. Und da ist der Bund natürlich für das THW zuständig und. Aber letztendlich, alles ist am Schluss nur so gut, wie Menschen sich engagieren. Die in diesen Organisationen tätig sind, aber auch viele andere drumherum, wie wir in unserer Gesellschaft all diese Themen begleiten.
dass die sich da selbst engagieren, das Gefühl haben, dass sie dafür auch wertgeschätzt werden, dass sie auch letztendlich eine Gesellschaft um sich herum haben, die das zu schätzen weiß. Dass es zum Beispiel Journalisten gibt, die vernünftig darüber berichten, da wird es auch mal kritische Anmerkungen zu machen, aber nicht insgesamt alles sozusagen nur negativ darstellen. Es ist wichtig, dass sowas auch in Funk und Fernsehen gut rüberkommt, dass das, was beispielsweise Fernsehbilder vermittelt, auch ein zum Beispiel sympathisches Bild von aktiven Polizisten vermittelt und. Damit das alles irgendwo so zusammenpasst, dass Menschen sich weiter motiviert fühlen, sich da auch zu engagieren, dass wir insgesamt auch von Bayern aus ein internationales gutes Renommee haben in diesen Fragen. Da haben jetzt wieder viele Menschen dazu beigetragen, dass das rund um den G7-Gipfel hervorragend gelungen ist, dass Bayern, denke ich, ein sehr gutes Bild abgegeben hat, mit enger Unterstützung aller anderen Bundesländer und des Bundes. Aber insgesamt, denke ich, ein wunderbares Bild von Bayern. Damit meine ich nicht nur die Bilder von der Sonne und den herrlichen Bergen und der Landschaft, sondern da meine ich insgesamt, wie Bayern sich hier präsentiert. All das muss sich zusammenfügen und das sind eben unheimlich viele letztendlich in unserem Land unterwegs. Das, was einmalig der G7-Gipfel ist, das ist eine Nummer kleiner, alljährlich die Sicherheitskonferenz in München, die wir heute auch in besonderer Weise im Blick haben. All das fügt sich zusammen, wenn es darum geht, dass Sicherheit in Bayern tatsächlich großgeschrieben wird, dass sich die Menschen sicher fühlen können und dass wir umgekehrt auch über die Grenzen Bayerns hinaus, von Bayern aus, einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt insgesamt, wie wir hoffen, weiter noch sicherer wird. Ich freue mich, dass ich heute einigen besonders engagierten Personen, Persönlichkeiten diesen Stern der Sicherheit verleihen darf. Mit ihrem großen Engagement, meine Damen und Herren, haben Sie ein Zeichen gesetzt. Sie haben sich für unsere Gesellschaft, Sie haben sich für das Gemeinwohl, Sie haben sich für die Sicherheit Ihrer Mitmenschen stark gemacht. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich Sie heute ehren kann. Ich danke Ihnen schon im Cumulo, liebe Ehrengäste, persönlich und im Namen der gesamten Staatsregierung sehr, sehr herzlich für Ihren außerordentlichen Einsatz. Natürlich verbinde ich das heute mit der Bitte, dass Sie den Einsatz nicht nachlassen. Das ist ja sozusagen keine Ehrung, die irgendetwas abschließt. Wenn Sie so wollen, verbinden wir damit ausdrücklich die Erwartung weiter so. Wir brauchen Sie auch weiterhin. Wir brauchen Ihr Engagement, wir brauchen Ihren Einsatz. Ich wünsche Ihnen dazu von Herzen weiterhin alles Gute, viel Erfolg, viel Kraft, auch das nötige Quäntchen Glück, das man dazu immer braucht. Und Gottes Segen. Alles Gute.